damit willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Tragisch, aber geil, dem Podcast von und mit meiner Wenigkeit, der ollen Bärbel Brechreiz. So, ihr Süßen, wir haben eine Hammerfolge diese Woche. Ich habe mir nämlich niemand anderen eingeladen als einen meiner liebsten und ältesten Freunde, der uns heute mit seiner Anwesenheit beehrt. Und zwar ist das der international berüchtigte, berühmte, begehrte, wunderschöne, kluge, geile, großgliedrige Tim Kruger. Yay! Und ja, you are welcome. Tim ist seines Zeichens Pornodarsteller, international berühmt damit geworden, besitzt mittlerweile seine eigene Pornofirma, die er selbst gegründet hat und leitet. Und ja, wenn ihr schnell errötet oder wenn euch das zu viel ist, über Sex viel zu hören, dann ist das vielleicht nicht die Folge für euch. Weil ich werde natürlich fragen, wie das hinter der Kamera zugeht, was es für Geheimnisse gibt, wie man am besten lange steif bleibt und all so eine Sachen. Wir sprechen natürlich auch über Allstars 5, denn wir haben endlich wieder eine richtig saftige Folge, wo mit viel Drama, wo viel passiert, wo tatsächlich aber auch mal wieder ein gutes Snatch-Game dabei ist. Das erste Mal seit Jahren eigentlich. Ja, also es ist eine spannende Folge, eine schöne Folge, eine lustige Folge, eine bisschen angetrunkene Folge ist es auch. Und ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Und jetzt kommt der Tim. Bums, tschüss. Hallo Mensch, ich freue mich sehr, dass du da bist. Ich freue mich auch. Hallo. Hi. Machst du viele Podcasts oder ist das eher... Das ist mein allererster Podcast. Really? Ich entjungfere dich quasi. Ja. Geil. Also ich hatte eine Anfrage aus den USA für einen Podcast, aber ich dachte mir, du bist die Person, mit der ich es... Die böse Babitze, mit der du das erste Mal tun möchte. Toll. Da fühle ich mich natürlich sehr geehrt. Wir kennen uns ja schon wirklich sehr, sehr, sehr lange. Weißt du, wie lange genau? Ich glaube seit 2000. Ja. Ja. Ich glaube, wann bist du nach Berlin gekommen? 2000? 2000, ja. Und ja. Gleich direkt. Mir ist aufgefallen, ich mache das tatsächlich, neulich ist mir das aufgefallen, dass ich ganz oft erwähne, auch bei Leuten, die uns nicht so gut kennen, dass ich mit dir Sex hatte. Und das ist, für mich hat das ist mir dann aufgefallen, ich mache das irgendwie auch, um so ein bisschen zu zeigen, guck mal, so heiße Typen habe ich früher mal bekommen. Passiert dir das öfter, dass sich Leute damit brüsten, dass sie mit dir Sex hatten? Ich bekomme es ja meistens nicht mit. Achso, ja klar, meistens bist du nicht dabei, okay. Ja, das macht Sinn. Aber habe ich auch kein Problem. Man darf sich gerne damit brüsten. Ich habe das in der Anmoderation schon gesagt, du bist ja nicht nur Pornodarsteller, sondern du hast auch deine eigene Pornofirma gegründet und das sehr erfolgreich. Ja. Ihr seid eine der ganz, ganz wenigen schwul geführten Pornofirmen, die es noch gibt, die wirklich erfolgreich arbeiten. Das stimmt, ne? Ja, also in den Top 10 sind wir, gibt es, glaube ich, 2 Labels, die noch schwul geführt werden. Die anderen, also das ist Lucas Entertainment und Tim Tales. Und die anderen sind halt alle die meisten owned bei irgendeinem Hetero-Mega-Konzern. Okay, also die kaufen das quasi dann vielleicht auch auf? Oder ja, genau. Okay. Also Pornhub zum Beispiel, also die Mutterfirma von Pornhub, der gehört quasi alles. Also Sean Cody, Man.com und 100 andere Hetero- und Porno- und Gay-Firmen. Okay, wow. Insofern kann man euch auch gut unterstützen. Also wenn man eine Pornofirma unterstützen möchte. Dann meine Firma. Genau. Sehr, sehr gerne. Kann man auf timtales.com ist das? Ja. Ja, kann man schöne Sachen sehen. Erinnerst du dich an deinen allerersten Porno? Weißt du noch, wann der war? Das Jahr weiß ich nicht mehr. Ich glaube, das war... 4 oder so? 3 oder 4? 5? Ja, glaube schon. Ne? Ja, ungefähr. Ja. Und das war in den USA. Mhm. Also ich habe bei Brunos gearbeitet, habe Pornos verkauft und hin und wieder gab es da ein Event, wo Pornodarsteller aufgetreten sind. Das weiß ich noch, stimmt, da haben sie dann so die Twinks hierher geholt. Ne? Autogrammstunden von Bellamy oder sowas. Und ich dachte immer, das kam mir alles so glamourös vor. This is the life. Ja, und das wollte ich auch. Und irgendwie, das war nie so mein Karrierewunsch, irgendwie Pornodarsteller zu sein, weil ich bin ja eigentlich sehr ruhig, auch schüchtern, auch wenn man es nicht glaubt. Aber ich habe dann einfach eine E-Mail geschrieben an Raging Stallion damals und die haben mich sofort eingeladen in die USA und
irgendwie ein paar Wochen später saß ich im Flugzeug nach San Francisco und habe meinen ersten Porno gedreht. Wie war das denn? Also ich kann mir vorstellen, dass man da sehr nervös ist, das erste Mal am Set, oder? Hattest du damit ein Problem oder hast du gedacht, ach, ein Loch ist ein Loch und ich gehe da jetzt ran? Nein. Also ich war das erste Mal in den USA, ich war das erste Mal auf einem Pornoset irgendwie und meine erste Szene war eine Gruppenszene und dann hieß es dann irgendwann so, jetzt musst du da mitmachen. Ja. Und dann ging am Anfang gar nichts. Also ich habe keinen Hoch bekommen und war den Tränen nahe und war ganz verzweifelt, aber der Director, der war selber Pornodarsteller, das war Michael Brandon, irgendwie den kennt man noch, ne? Legende, ja. Und der war super verständnisvoll und hat mir die Angst genommen und dann hat es dann auch funktioniert, ja. Cool. Und danach war es dann halt so ein Selbstläufer, also ich habe dann für dieselbe Firma viel gedreht und andere Firmen haben mich angeschrieben und ja, und ich war dann mehrmals im Jahr dort, um zu drehen und irgendwann dachte ich, okay, jetzt mache ich mein eigenes. Finde ich super. Also ich hatte mit ein paar Amerikanern Sex und mir ist immer aufgefallen, it's different. Also die Amis sind ja sehr vocal beim Sex, die reden ja sehr viel und ich habe das Gefühl, die sagen auch immer die gleichen Sachen. Also es gibt so ein paar Lines, die man halt dann sagt im Bett und ich fand das wahnsinnig irritierend. Ich glaube, das wird denen irgendwie beigebracht. Ja. Also gerade auch bei den amerikanischen Pornos wurde ich beim Drehen immer dazu angehalten zu sprechen. Oh also, yeah, you like that ja, big und dick. Was sagt man dann? Man sagt fuck yeah oder sie wollten, dass ich Deutsch spreche. Ach, und okay. Es war mir immer sehr unangenehm. Ja, also kann ich habe mich geschämt dabei. Aber jetzt bei meinen Filmen, da sollen die Darsteller ja so natürlich wie möglich sein. Wenn jemand vocal ist, dann ist es super, dann soll er das sein, aber niemand muss. Nee, ich finde das auch heiß, wenn Männer das von Natur aus machen. Ich hatte mal einen Typ, der hat, ich werde das hier nicht wiederholen, aber der hat sehr extreme Sachen zu mir gesagt und ich war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Ich dachte, ich finde das doof, wenn Leute so Dirty Talk machen, weil ich das halt irgendwie kannte von den Amis und halt irgendwie, da fand ich super aufgesetzt und strange. Ja. Und bei dem hatte das aber sowas Authentisches, dann hatte das so ein Kink-Level Neues und ich fand das mega hot. Plötzlich. Okay. Ich dachte so, oh yeah. Mir ist es sehr unangenehm, wenn niemand so ist. Also wenn niemand so übertrieben vocal ist oder irgendwie eine Antwort erwartet, dann... Ja, das mag ich auch nicht. Also wenn sie Antwort wollen, dann ich nick immer nur und sage, ja, genau. Und ich hatte einmal einen Typ irgendwie, der war so, und findest du das geil, liebst du es? Und ich war irgendwie so, ich liebe es. Und kam mir vor, ich bin so ein McDonald's-Commercial und habe auch gesagt, okay, das machen wir nicht nochmal. Aber ich glaube, das ist auch ein bisschen das Erfolgsrezept eurer Firma, ne? Das, was euch so ausmacht. Ihr wart, glaube ich, die ersten am Markt, die so ohne dieses ganze Gefakte, die kommen jetzt rein, es gibt eine Storyline, die müssen irgendwie acten. Und es gibt verschiedenes Licht und es gibt Szenenwechsel, groß hier, Bei euch ist es ja relativ pur. Also es ist die zwei Leute, die ficken und eine Kamera. Und ich glaube, wie viele Leute sind am Set insgesamt, außer den beiden, die Akteure? Der Kameramann und ein Assistent oder ich bin der Assistent und ja, eigentlich so wenig Leute wie möglich. Das ist wenig, ja, das Normalerweise hast du ja einem Set locker. Normalerweise sind es, als ich angefangen habe, waren es bestimmt 10 Leute irgendwie, aber mittlerweile, weil es auch den großen Firmen nicht mehr so gut geht, haben sie es auch reduziert. Aber es gibt immer irgendwie Leute fürs Licht und für den Ton Make-up. Und ja, Make-up auch. Verstehe. Aber das ist so auch euer Erfolgsrezept, ne? Dass ihr halt authentische Leute habt, dass ihr keine Storyline, kein großes Drumherum, keine Musik. Keine Musik, sondern es wird gefickt und das, was gefickt wird gefilmt und wenn es Spaß macht, macht es Spaß und wenn nicht, dann... Also es gibt schon so ein bisschen, also es gibt keine Storyline, aber wir sagen den Leuten, okay, macht. Und wenn wir was sehen wollen, natürlich kannst du nicht genauso ficken, wie du es eventuell in deinem Bett machst, weil man sieht, dann sieht man nichts oder man muss immer irgendwie das Zielgebiet sehen können. Right. Was machst du, wenn dir jemand nicht taugt oder gibt's da Rezepte, wie man dann trotzdem steif bleibt? Also eigentlich ist es ja so, dass man vorher Fotos sieht oder Videos und ich auch den anderen Models die Möglichkeit gebe zu entscheiden, möchtest du mit diesem Partner shooten oder nicht. Dann kann man schon irgendwie absehen, ob das im Großen und Ganzen passt. Aber natürlich ist es manchmal so, dass ein Adonis auf dem Bild und da ist überhaupt keine Chemistry. Eben, manchmal ist ja auch die Chemistry, aber das kann ja alles richtig sein, aber dann stimmt der Geruch nicht oder die Stimme stimmt nicht oder die Energy ist einfach nicht Ganz genau, ja. Hast du Tricks, damit du hart bleibst? Oder?
dann muss ich einfach an irgendwas anderes denken. Also es wird dann einfach irgendwie durchgezogen. Natürlich gibt es auch Hilfsmittel dann. Viagra gibt und der letzte Ausweg, es gibt noch Coverject. Das ist diese Spritze, ne? Genau, da gibst du dir eine Spritze in den Schwanz und dann steht da. Das habe ich einmal gemacht. Du musst ja direkt in den Schwellkörper spritzen, ne? Du musst den so halb an, der muss so halb hart sein und dann spritzt man mit der Nadel, also geht mit der Nadel direkt in den Schwellkörper. Das knackt total, da reinzustechen. Und du kennst ja mein Verhältnis zu Nadeln. Ich habe damit ja kein Problem. Aber die Scheiße war dann, haben das gemacht in der Sauna oder wir haben es gemacht, um in die Sauna zu gehen, was ja eh nicht mein Metier ist, du kennst mich. Ja. Und dann war da auch Totentanz irgendwie, da war nichts. Und dann habe ich gesagt, das ist mir eher das zu blöd, ich fahre jetzt nach Hause. Und dann saß ich halt mit dieser scheiß Latte irgendwie, die 4-5 Stunden nicht wegging. Genau. Also saß ich dann im Bus 4-5 Stunden hast du dann eine Latte und du kannst Handstand machen, an deine Großmutter denken oder sonst wen und der Schwanz steht, ja. Gibt es mal das Problem, dass der nicht wieder runtergeht? Gab es bei mir noch nicht, aber ich kenne Leute, die das Problem hatten und dann ins Krankenhaus mussten. Wegen dieser Spritze auch? Ja, genau. Okay, wow. Dann wird da das Blut quasi mit einer anderen Spritze entnommen wieder. Ja, das ist dann so ganz dick schon, ne? Ja. Ja, das wird dann so dick. Ja, wir reden hier über sehr schöne Sachen im Podcast. Hi. Ja, ich kenne meine Zielgruppe. Also, ihr freut euch zu Hause. Sag mal, ich weiß, dass viele Leute, die Porno machen, dann auch Escorten anbieten, also quasi sich als Callboy anbieten. Machst du sowas auch oder bist du da? Mittlerweile mache ich das sehr, sehr wenig. Also anfangs habe ich das gemacht, gleichzeitig mit meiner quasi Porn-Karriere, weil man bekommt diverse Anfragen und Möglichkeiten aber mittlerweile habe ich einfach viel zu viel zu tun, also mit der Website selber. Und habe aber noch Leute, mit denen ich von früher Kontakt habe, die ich sehr gerne mag, mit denen ich mal in Urlaub fahre und ja. Das lässt sich auch gut verbinden, ne? Wenn die dann dafür zahlen, ist das ja noch schöner. Ja. Was ist denn da darfst du sowas erzählen, deine weirdeste Experience, dein weirdest Client oder deine weirdest Experience, ohne jetzt Namen zu nennen? Auf Anhieb fällt mir da, glaube ich, jetzt nichts ein, was ich sagen möchte. Es gibt sehr viele weird Experiences, ja. Von denen du auch einige kennst. Ja. Aber das wissen, ich weiß von nichts. Mein Name ist Hase. Ja, aber nein, da bin ich sehr verschwiegen. Ja, das ist sicherlich diskret. Auch gut so. Du hast ja, also als du angefangen hast, Porno zu machen, hast du dir da schon Gedanken darüber gemacht, wie du es deinen Eltern irgendwann sagst? Oder hast du gedacht, ich mache erst mal und nach mir die Sinnflut? Ich habe darüber gar nicht nachgedacht. Ich habe es einfach gemacht und dann einfach meinen Eltern das erzählt, aber wusste vorher schon, dass es nie ein Problem ist. Also, ach so, echt? Ja. Waren die da so cool und so offen? Ja, oder? also bei meinem Coming Out war es auch jetzt nicht so großes Problem. Natürlich irgendwie Rumgeheule und so. Und bei mir hat keiner geheult. Nein? I feel cheated, no. Also bei mir hat meine Mutter geheult und mein Vater war irgendwie eher so ruhig. Und ich dachte, dann so sind. Ne? Ja, ich dachte eher, es wäre mehr Stress in meinem Vater. Aber als ich von zu Hause ausgezogen bin, war es irgendwie sehr dramatisch und gab immer Stress und es hat aber nichts mit meinem Schwulsein zu tun, sondern einfach, weil ich, glaube ich, sehr unerträglich war. Aber das heißt, war das ein zweites Coming-out dann quasi zu deinen Eltern zu gehen und zu sagen, hey Leute, übrigens das, oder war das einfach so ein Nee, ich habe es dann einfach gesagt und da wurde dann aber auch nicht viel drüber gesprochen und ich glaube, so wirklich verstanden haben sie es dann auch nicht. Und jetzt letztens habe ich nochmal angesprochen, als ich mit meiner Familie im Urlaub war und dass ich das Gefühl habe, dass wenn ich was erzähle, weil ich möchte natürlich auch von meinem Job erzählen, dass ich immer das Gefühl habe, dass es ihnen so ein bisschen unangenehm ist. Ja. Also meinem Vater, meine Mutter lebt nicht mehr und dann hat mein Vater das geleugnet, aber auch dann irgendwie verarbeitet und verstanden und das ist jetzt irgendwie anders. Also er hört sich das jetzt auch an und ist jetzt auch nicht mehr so das Problem. Ich habe das bei meinem Papa auch. Also ich weiß, dass der total offen ist so und auch keine Hemmschwelle da hat. Aber ich habe immer noch das Gefühl, wenn ich irgendwie von Drag rede, also ich glaube, er gibt sich Mühe, da offen zu sein, aber ich merke, wenn ich von Drag rede, dass er so, also er hat auch nichts dagegen, das Thema zu wechseln. Es ist jetzt nicht so, dass er drauf zusteuert, schnell, dass es ihm so unangenehm ist, aber ich merke doch, dass da so eine gewisse,
Also keine Berührungsängste, aber es ist so ein bisschen so, ja. Ja, genau. Ja, so. Dasselbe Gefühl habe ich auch mit meinem Vater. Also ich weiß, dass als ich damals mit Barbara die Promi-Shopping-Queen gemacht habe, als ihr Make-up-Artist, Barbara hat ja gewonnen und wir waren ja Letzte. Ne? Wir waren das letzte Paar und er hatte mir zwischendrin quasi geschrieben, ach krass und so und ich habe gerade so im Vorbeischalten Vox gesehen und dachte, ich bleibst du mal dran, das ist die Barbara Becker, die kenne ich ja, die weiß ja, dass du die machst. Ja. Und dann tauchst du da plötzlich auf, ist doch toll. Und dann haben die mir ja am Ende der Folge so ein paar Minuten gegeben, wo ich dann auch über mein Russland-Video gesprochen habe und dann haben sie es gezeigt. Und ich weiß, er hat es gesehen, aber dazu hat er dann nichts mehr gesagt, wo ich dann auch dachte, okay. Das ist einfach mal ignoriert. Ja, so we're not talking about this. Was ich okay finde, ne? Es ist ja völlig in Ordnung, dass Eltern da auch das ausklammern ein bisschen, ne? Wenn das irgendwie zu viel für die ist. Ich finde es in Ordnung. Ich finde es auch in Ordnung. Also er steht ja trotzdem zu mir und letztens hat irgendwie ein Familienmitglied meinen Vater darauf angesprochen und ihn gefragt, ja, weißt du denn überhaupt, was dein Sohn macht? Und ach so, denunzierend oder was? Ja, genau. Oh. Oder er hat's nicht meinem Vater gesagt, sondern er hat es meiner Tante gesagt. Und meine Tante hat dann Drama. Meine Tante hat es meinem Vater gesagt und mein Vater hat gesagt, ja klar, weiß ich, was der macht und ich habe kein Problem damit und wenn du ein Problem damit hast, dann komm zu mir. Und dann habe ich ihm auch nochmal geschrieben. Dieser Familienmitglied hat gesagt, ja, er soll doch bitte irgendwie die Family in Ruhe lassen und mich persönlich ansprechen. Man muss hier niemanden exposen. Genau, und dann auf Facebook gelöscht und dann gut. Ja, bye. Ja. Du bist noch bei Facebook? Ich bin bei Facebook und mit meinem Porn-Profile und habe aber auch eins für die Family. Okay. Ah ja, das macht Sinn, dass man so Kontakt hat mit den Also nur Familie, unsere Familie ist nicht sehr groß, aber das sind irgendwie 10 Leute. Aber so 2 getrennte Geschichten. Genau, quasi. ja. Wie ist das denn? Also mein Bruder folgt mir auch auf meinem Porn-Profile. Ja, der weiß Bescheid. Der weiß über alles Bescheid. Wir gerade von der Trennung sprechen, hast du das denn, gibt es eine Trennung zwischen deiner Stage-Persona, also zwischen Tim Kruger und deinem privaten Ich? Gibt es da große Unterschiede? Wir Drag Queens werden das immer gefragt und ich hasse diese Frage und wahrscheinlich magst du die auch nicht. Ich persönlich würde sagen, nein. Ja. Ich persönlich würde sagen, ich bin dieselbe Person, auch wenn gefilmt wird, bin ich dieselbe Person, aber was die Leute dann da rein projizieren natürlich, ist dann wieder was anderes. Natürlich sehen die der super aktive Hengst und Macho und der besorgt mir aber beim Dreh selber bin ich. Also das ist ich nehme da keine Rolle ein oder so, aber die Leute sehen natürlich nur das, was dann am Bildschirm dann gezeigt wird oder was sie gerne sehen möchten. Du bist natürlich Projektionsfläche in dem Moment, ne? Ja. Also das werden ja ganz viele Fantasien, werden ja auf dich drauf projiziert. Gibt es da, also ich frage anders, ich habe es mitbekommen damals, es gab den Moment, du hast Alaska irgendwie kennengelernt auf irgendeinem Event und dann habt ihr gechillt und auf dem Chillout hast du ihre Perücke angezogen, hast ein Foto damit gemacht und hast es auf deinem Facebook, glaube ich, gepostet. Auf meinem Instagram und Facebook. Und die Leute sind ausgerastet. Ja, also Hate. Ja, also die ganzen Circuit Queens, muskulösen Circuit Queens, die sind ausgerastet und hatten ein mega Problem damit, wie kann ich denn eine Perücke anziehen und das wäre doch so unsexy und also es war richtig Hate. Also die hatten ein richtiges Problem damit. Ja, ein richtiges Problem. Also ich habe ein paar Kommentare gelesen und weiß immer noch, dass es war so, du hast quasi mein Bild von dir zerstört. Genau, Ich hatte eine Fantasie im Kopf, was du bist und die hast du mir jetzt genommen, indem du dich entmännlicht hast. Ganz genau. Also das hat ja auch so was Abwertendes für die, ne? Weiblichkeit ist für die. Also Weiblichkeit ist für die No-Go und das geht gar nicht. Ganz genau. Also hi. Und wir reden nochmal über Frauenfeindlichkeit an dieser Stelle in schwulen Kreisen, ne? Dankeschön. Widerlich. Ja, und da fand ich war entsetzt einerseits. Ich war wirklich entsetzt, wie krass, also wie krass die Reaktion ist, wenn du denen quasi die Fantasie kaputt machst. Ja. Ich war natürlich entsetzt über die Frauenfeindlichkeit und die Femmefeindlichkeit an dieser Stelle. Was ich aber geliebt habe, war, dass es dir so scheißegal war. Ja. Du hast ja dann noch einen nachgelegt. Ja, du hast klar. Dann noch so eine Video-Response gedreht. Also ich habe dann Willem getroffen. Ich habe Willem getroffen und natürlich auch du warst für irgendeinen Award nominiert, für irgendeinen Porno-Award und anstatt, was du normalerweise machst, dann irgendwie so einen Aufruf zu starten oder zu sagen, hey, thank you, hast du dann irgendwie so einen Filter mit so einer Perücke und Make-up irgendwie dazu gemacht. Nur um die blöden Ischen da zu ärgern. Und I was living my best life. Ich habe zu Hause gesessen vom Computer und habe applaudiert und dachte mir, so ist recht, Schatzi. So ist gut, so machen wir das. Ich fand das super. Also mir ist es auch egal. Also
das ist jetzt auch nicht, wenn sie ihre Membership canceln wollen, weil ich eine Wig getragen habe, dann Good riddance. Sollen sie es bitte machen. Ja. Also. Ihr kriegt aber, glaube ich, ganz schön krasse Mails teilweise. Ne? Ihr kriegt ja, also ich weiß, dass es jedes Mal, wenn ihr mit einem Person of Color shootet, mit einem schwarzen Mann oder mit einem braunen Mann, dass ihr ganz schön Hate-Mail auch bekommt, ne? Jedes Mal. Also eigentlich bekommt man Hate-Mail jeden Tag egal mit wem man shootet, also über seine Person, man wird gedisst, weil man irgendwie fett ist, weil man dünn ist. Also irgendwie, man kann dünn sein und dann sagen alle, du bist zu dünn. Man ist muskulös, jetzt wirst du aber zu muskulös. Es ist eine gute Lektion, dass man es nie jemandem recht machen kann im Internet, dass man you do you, baby. Because alles andere funktioniert, also es wird immer jemanden geben, der ein Problem damit hat. Und wenn wir mit einer Person of Color drehen, dann sind es meistens leider die Amerikaner, die da ein Problem mit haben, die mir dann schreiben, wie kann ich mit so jemandem drehen oder sie canceln die Membership. Und I remember. Es gab diesen einen Typen, der dir irgendwie geschrieben hat, du hättest dich quasi entehrt oder ganz so, genau, weil du deinen Schwanz in einen schwarzen Mann gesteckt hast, wo ich auch dachte, wow. Ja. Also sowas kommt ständig. Die sollen dann bitte gerne auch das. Ja, sehr gerne. Sein, ne? Ja, sehr tschüss. Gerne. Ach, Schatz, ich liebe dich. Ach, Maus. Vorurteile ist halt, ne, ich meine, klar, bei uns in der Community ein Riesenthema, immer wieder. Erlebst du Vorurteile, wenn du Leute kennenlernst, aufgrund deines Jobs? Sorry. Man muss trinken zwischendrin. Den tollen Weißwein von Harry. Danke, Harry. Ja, Vorurteile. Ja, gibt es natürlich. Wie war die Frage nochmal? Naja, also ich kenne das von mir. Ich weiß, dass wenn ich Typen kennenlerne, oder kennengelernt habe, ich bin ja momentan nicht aktiv am Daten, aber als ich noch aktiv am Daten war und ich habe Männer kennengelernt und die haben sich für mich interessiert und dann habe ich denen erzählt, was ich mache. Okay, ja. Ich habe denen erzählt, dass ich Drag mache, war sofort, es hat sich ein Schalter umgelegt und ich war quasi gecancelt als romantisches Interesse, als als Partner war das vorbei, also es war ganz klar. Also vielleicht besteigen sie mich mal, aber damit endet es auch, aber wahrscheinlich eher auch nicht mal das. Ja. Gibt es das auch, dass die Leute auf dich reagieren und dann sagen, oh Gott, du machst Porno, mit dir will ich nicht, oder? Das ist auch relativ abhängig von länderabhängig. Ach ja. Also ich bekomme mehr, also in den USA ist, glaube ich, Porno mehr in der Culture und da wird es eher appreciated. Okay. Und in Europa oder gerade in Deutschland ist es noch so naserümpfend, weißt du, so, der macht Porno und getuschelt. Also die schreiben dir trotzdem dann privat, aber es wird natürlich getuschelt, der macht Porno, nee, das ist irgendwie verwerflich und aber in den USA wird man eher irgendwie gefeiert als Pornostar und ich glaube, die USA, also die Amis haben ein anderes Verhältnis zu Celebrity, ne? Also wenn du für irgendwas berühmt bist, dann ist das schon mal geil, egal erstmal was es ist. Genau. So, und in Deutschland ist einfach die Doppelmoral, was Sexwork angeht, einfach wahnsinnig groß. Also wie du sagst, die schreiben dich privat an. Genau. Aber auf der Party würden sie dich ignorieren, aber sobald sie zu Hause sind, texten sie dich auf Grindr. Ja. Auch ist es in Deutschland, glaube ich, so, dass wenn man Erfolg hat mit dem, was man macht und da auch irgendwie selbstbewusst ist oder das auch zeigt, dann bekommt man viel Hate, weil man einfach neidisch ist. Und das ist tatsächlich ein deutsches Problem. Also ich habe viele Kunden, mit denen ich arbeite, die in Amerika wohnen und nach Deutschland kommen zum Arbeiten, dass sie dann sagen, wow, das ist bei euch echt krass. Ja, so, bei uns in Amerika, ich kann das machen, was ich mache. Ja. Und die Leute sind erstmal so, hey, cool, dass du das machst, was du machst, Punkt. Ja, und du kommst nach Deutschland, die sind so. Ganz genau, ja. Es wird einem immer unterstellt, man hält sich für was Besseres, wenn man Erfolg hat. Es wird einem unterstellt, man wäre überheblich oder. Ja, also mir wird grundsätzlich unterstellt, dass ich keine Steuern zahlen würde. Ach so. Und weil irgendwie Pornodarsteller oder wenn man eine Pornofirma führt, dann ist das irgendwie underground und ach so. Man zahlt keine Steuern und ist nicht, gehört nicht zum System oder so. Aber ja, doch, ich kann euch versichern, ich zahle meine Steuern, ich zahle auch viel Steuern. Ja, ihr wart ja ganz lange in Barcelona, ne? Ihr habt ja jetzt mehrere Jahre, also wenn ich von ihr rede, rede ich von deinem Businesspartner und dir. Ihr wart wie viele Jahre in Barcelona? 9? Wir waren knapp 9 Jahre jetzt in Barcelona, ja. Und warum seid ihr jetzt wieder zurück nach Deutschland?
Also mir persönlich ich liebe Barcelona als Stadt und aber mir hat irgendwas gefehlt. Ich finde irgendwie. Ja, du sowieso. Ja, das sowieso. Aber wir haben uns ja auch so gesehen. Aber du hast mir gefehlt. Aber irgendwas. Also Berlin ist einfach more diverse oder auch aufregender. Barcelona ist sehr oberflächlich und eher so auf Touristen ausgerichtet. Alles ist, also im Restaurant und am Beach und also alles ist wird nur für die Touris gemacht. Also da war nicht so eine wirkliche Szene und alles auch so judgy. Ja, ich freue mich natürlich wahnsinnig, dass du wieder da bist, weil ich habe dich immer vermisst. Und ich mag Barcelona ja wirklich auch als Stadt, ich bin da gerne, aber it's not, no. Okay, aber jetzt seid ihr wieder hier und ja, du bereust das. Also wir haben noch die Wohnung in Barcelona und nutzen das irgendwie für Urlaube oder mal zum Shooten. Drehen bestimmt und, auch, ne? Aber hauptsächlich bin ich jetzt wieder hier in Berlin. Ich fand das spannend, dass Tim ist einer der tollsten Freunde, die man haben kann, einer der großzügigsten, weil der einen, oder mich zumindest, öfter mal einlädt, auch auf große Reisen. Und wir waren zu deinem Geburtstag, ich glaube letztes oder vorletztes Jahr in London. Und weil ich bin ja immer noch ein großer Harry Potter-Fan, auch wenn man J.K. Rowling nicht mehr supporten kann. Zu dem Zeitpunkt wussten wir das noch nicht. Man ahnte es, aber man wusste es nicht. Aber ich meine, es ändert nichts an meiner Liebe zu dem Franchise. Ich werde mein Geld da nicht mehr hintragen und auch nicht das Geld anderer Leute. Aber J.K. Rowling ist zu Recht gecancelt tatsächlich, auch wenn ich an Cancel Culture nicht glaube, aber mit der alten, wegen ihrer transphoben Remarks kann man sich einfach nicht mehr, man kann es nicht mehr unterstützen. Einfach, es ist so. Wer darüber nicht Bescheid weiß, kann das gerne googeln. Ich will dir hier keine weitere Plattform geben. Und auf jeden Fall waren wir da und sind angekommen und wir hatten ein Hotel, das Café Royal hieß das, glaube ich. Ja, genau. Also ein echt schickes, schönes Hotel, direkt am Piccadilly Circus. Und wir sind vom Flughafen angekommen, sind nur kurz in die Suite, die wir hatten, haben die Taschen abgeschmissen. Und du hast, guter Instagrammer, der du bist, guter Influencer, der du bist, bist da hast eine Story gedreht und bist nur einmal kurz durchs Zimmer. Ich glaube, es war sogar nur, wir haben nur angestoßen und man hat nur kurz den View gesehen, glaube ich. Also es war wirklich, es waren 10 Sekunden, glaube ich, in deiner Story, hat man dieses Zimmer gesehen und eine Millisekunde davon den Blick aus dem Fenster raus. Du hast weder das Hotel angegeben, noch den Ort, also gar nichts. Es war wirklich nur der Blick aus dem Fenster für ein paar Sekunden. Und dann hatten wir einen Fahrer unten stehen, der gewartet hat. Luxus, danke. Und der hat uns zu diesen Harry Potter Studios draußen gefahren, wo sie die Filme gedreht haben. Und da gibt es eben eine tolle Studiotour, die man machen kann. Man kann da ein paar Stunden drin verbringen. Ich glaube, nach einer Stunde waren wir durch. Ja. Aber man kann sich so angucken, wie die CGI da gemacht ist, wie die Sachen animiert worden sind, wie das Make-up war und so. Man kann da halt eben so durchlaufen. Das ist echt schön. Und dann waren wir da durch und sind dann, ich glaube, 2,5 Stunden hat es gedauert, maximal 3, bis wir wieder in London drin waren. Und auf dem Weg zurück nach London machst du dein Handy an und dann hat jemand tatsächlich nur aus diesen paar Sekunden aus deiner Story heraus rekonstruiert, in welchem Hotel wir sind und in welchem Zimmer. Miss Marple. Ja, in welchem Zimmer und hat dann ein Foto gepostet, ist da hingefahren und hat ein Foto gepostet von unten vor dem Zimmer stehend mit unserem Zimmer im Fenster im Hintergrund. In seiner Story. Your stalker is here oder your number one stalker is here. Ja. Und du hast mir das gezeigt und du warst gar nicht so schockiert, weil das, glaube ich, für dich schon normal war. Das passiert relativ oft, ja. Ja, und ich bin ausgeflippt. Ich habe gedacht, Alter, wie fucking creepy ist das, dass du, also 10 Sekunden ist die Story und 2 Sekunden war der Blick aus dem Fenster zu sehen und der Typ hat sich daraus rückverfolgen können, wo wir waren, hat sich die Mühe gemacht, das rauszufinden und steht jetzt unten vorm Fenster. Ja, also das ist ja sowieso immer für viele Leute viel wichtiger. Also das, was ich privat mache, mit wem ich privat rumhänge, meine Freunde und also es geht weniger um meinen Job. Ich glaube, irgendwie früher war es eher so, es ging wirklich um das, was du machst, um deinen Job aber mittlerweile geht es bei vielen Leuten nur noch um das Privatleben. Also es ist viel interessanter und natürlich wollen auch Leute wissen, mit wem ich in London bin, wo ich wohne aber mir ist dann lieber, wenn sie zu mir kommen und sagen, hey, ich habe dich gesehen oder hier darf ich ein Foto machen und dann mache ich das sehr gerne und das war's dann auch. Das finde ich auch angenehmer. Also ich meine, es ist super fucking creepy, ne, dass Leute wirklich vorm Hotelzimmer stehen. Wir haben uns dann Spaß gemacht. Ich habe gesagt, ich gehe jetzt ans Fenster oben ohne und zeige meinen dicken Bauch und hänge da raus und dann sollen sie das fotografieren.
Mistviecher. Die haben sich sicherlich nicht gefreut. Ja, aber am nächsten Tag waren wir dann auch bei Everybody's Talking About Jamie und Michelle Visage spielte da mit in der Inszenierung zu der Zeit und da hatten wir eben Tickets und da habe ich das auch gemerkt. Also wir standen da drin und natürlich waren 95% der Leute da gay oder sagen wir 80% der Leute da waren gay und ich würde sagen 80% von den 80% wussten, wer du bist. Und da habe ich aber auch gemerkt, du kannst das auch gut ausblenden. Ne? Also mir war es total bewusst, dass die dich alle anstarren. Ja. Und du warst also ich denke, ich habe so eine Tunnel Vision developed. Tunnelblick. Ja, Tunnelblick. Entwickelt. Genau. Und sorry. Und ich sehe das dann nicht mehr. Also mir sagen dann, wenn ich mit Harry unterwegs bin, er sagt dann, die glotzen schon wieder aber ich sehe das nicht. Also ich versuche das auszublenden, weil mich das ansonsten extrem unsicher und nervös macht. Also ich kann das nicht handeln. Also deshalb versuche ich das nicht zu sehen. Ich glaube, das ist in Berlin wahrscheinlich entspannter, ne? Ja. Als jetzt zum Beispiel in Barcelona. Auf jeden Fall, ja. In Berlin, people don't care that much, do they? Genau. Ja. Auf jeden Fall. Oder wenn dann jemand kommt und sagt, hey, Foto und dann habe ich dieses Feedback, dass ich weiß, die mögen, was ich mache. Ansonsten setze ich immer voraus, wenn ich jemanden reden höre oder tuscheln oder nur schauen, dann setze ich meistens voraus, dass es was Negatives ist. Ja, same. Ja, klar. Ja. Ich kenne, also Melli zum Beispiel, unsere Freundin Melli, hat ja so ein Ding, wenn Leute über die tuscheln, zumindest kommt es bei mir so an, hat sie das Gefühl, die machen ihr Komplimente, die trauen sich nur nicht, das zu sagen. So, ja, ne? Also ja. ihre Wahrnehmung der Welt ist halt eine ganz andere. Ja. Ich wünschte, ich hätte einen kleinen Teil davon. Wenn ich sehe, jemand starrt oder jemand tuschelt, ist für mich automatisch, guck dir die fette Sau an. Ja. So. Ja, verstehe ich total. Immediately. Bei mir genauso, ja. Ja, Wahnsinn. Ja, es muss schön sein. Es muss schön sein, wenn man anders gepolt ist. Deshalb ist der Job, den ich mache, perfekt dafür. Ich habe den Job ja eigentlich auch angefangen, weil ich dachte, okay, es hilft mir über die Schüchternheit ein bisschen hinweg. Also wenn man irgendwas machen muss, dann hilft dir das. Hat es denn geholfen? Und es wurde aber eher schlimmer, weil man viel mehr Aufmerksamkeit bekam. Also es war eher kontraproduktiv. Ich glaube, das ist das Ding bei Ruhm einfach, ne? Dass man so einen Hunger danach hat, irgendwie auch gesehen zu werden und dann denkt, das wird einem helfen. Irgendwie. Genau, ich dachte, das hilft mir einfach. Ja, aber wird mich stärker machen, aber dann isolierst du dich ja auch mehr, ne? Ja. Und bringst mehr Distanz zwischen dich und mehr Misstrauen. Und ja. Warum sind jetzt Leute mit dir befreundet? Was meinen die, wenn die über dich reden? Warum gucken die und so? Ja, also meine Freundschaften stelle ich nie in Frage. Also ich denke jetzt nicht, Leute sind mit mir befreundet, weil sie mich ausnutzen wollen oder selbst wenn, dann weiß ich das und nutze das auch für mich oder ich genieße das, solange es irgendwie gut geht aber ich habe schon meine ganz kleine Gruppe von sehr guten Freunden, die ich auch schon seit Jahren habe und die anderen halt, die kommen und gehen. Eben, das wollte ich gerade sagen, du bist ja auch eine sehr treue Seele und also der Kreis deiner engsten Freunde hat sich seit ich dich kenne, seit in den letzten 20 Jahren nicht verändert. Wie? Ja, we stick together. Das finde ich aber auch schön. Ich finde das auch schön. Ja. I love. Wir werden fett together. Ich bin schon fett, du dumme Sau. Ich bin schon fett. Ich hatte heute den Moment, ich habe es auch auf Instagram gepostet, wo ich wirklich morgens auf die Waage, ich habe mich 2 Wochen nicht gewogen und ich habe mich auf die Waage gestellt und ich dachte so, hey, I'm feeling skinny. So, heute wiege ich mich immer wieder. Geiles Erlebnis. Und stelle mir auf meine Waage und es sind wirklich 3 Kilo mehr als vor 2 Wochen noch und ich dachte so, okay. Ich habe dir den Screenshot gesendet von meiner Waage. Was stand da drauf? Overweight? Da stand Overfat. Ist Overfat ein echter Begriff, ein medizinischer Fachbegriff? Bei dieser Waage ja. Wie ist das? Also ich weiß, ich habe ja auch Freundinnen, die Sexworkerinnen sind und auch Porno gemacht haben oder Porno machen. Und die erzählen mir durchaus, dass es immer wieder Momente gibt, wo es übergriffig wird. Also wo die Grenzen so ein bisschen verschwinden und wo man das Gefühl hat, als Frau entweder jetzt 5 gerade sein zu lassen und die Fresse zu halten oder eben extrem laut werden zu müssen und zu sagen, Alter, das ist übrigens nicht in Ordnung und da fasst du mich nicht an und die Beziehung haben wir nicht. Gab es bei dir so Situationen, dass Übergriffigkeit ein Thema war? Ja, also das ist eigentlich ständig so. Also wenn man geht in den Club und die Leute fassen dir einen Schritt und denken, also man ist halt freiwillig. Also die Leute denken, du machst Porno und deshalb musste ich für jeden zu jeder Zeit verfügbar sein. Und viele wissen da, oder
also wenn man jeden Abend oder irgendwie mehrmals die Woche bei den Leuten irgendwie auf dem Bildschirm ist, dann denken die, man ist mit denen befreundet. Und die haben dann keine Barriere mehr. Also diese Barriere fehlt. Also die denken, okay, ich darf alles machen, wir sind befreundet und da muss man viele Leute auch in die Schranken weisen. Ja. Ich habe ja, wie du weißt, mehrere Pornodarsteller auch schon gedatet. Ja. Und wann war das? 2002, meine ich? 2001, 2002. Mit einem liiert für eine Weile oder lose liiert. Wir hatten so eine On-Off-Geschichte. Und wir waren damals auf einer Party hier in Berlin und sind da so durch. Und die Leute wussten, dass wir zu dem Zeitpunkt zusammen waren. Und eine Berliner Queen, die ich jetzt hier nicht namentlich nennen will, ist auch auf ihn zu und er war oben ohne, aber hey. Ja. Und wir waren Händchen halten sogar unterwegs und sie ist auf ihn zu irgendwie und hat sofort so irgendwie die Brusthaare und so, geil, und hat ihm auch einen Schritt gefasst. Und er hat in dem Moment mitgespielt quasi. Also er hat sie jetzt Ich denke, viele Leute, die Porno machen, die denken, sie müssten das tun. Genau, das war auch so. Also er hat sie erst machen lassen und als sie dann weg war, hat er mich zur Seite gezogen und hat gesagt, kannst du bitte dafür sorgen, dass das nicht nochmal passiert? Ja. Und dann habe ich gesagt, wieso hast du sie denn jetzt nicht weggeschoben? Ja. Und dann hat er gesagt, nee, die Blöße will ich mir nicht geben. So, also es ging auch so ein bisschen um Saving Face. Er wollte jetzt nicht quasi Schwäche suggerieren. Er wollte nicht sagen, ich lasse das nicht zu, sondern er wollte gerne, dass ich das mache, was ich übernommen habe, gar kein Problem. Er will halt das will halt keinen Fan irgendwie vor den Kopf stoßen, aber... Das war kein Fan, Schatzi, das war einfach eine Transe, die halt irgendwie, ich weiß, du machst Porno und du bist geil. Ja, du bist geil. Und genau das, was du sagst, die hat auch gedacht, der ist freiwillig. Ja. Und ich habe sie mir danach gegriffen und habe auch gesagt, Schatz, du weißt schon, dass das nicht geht. So, du kannst nicht einfach... aber warum und so, und der macht doch Porno, das ist doch scheißegal. Ja. Der hat sich doch gefreut. Und ich sage, nee, der hat sich nicht gefreut. So, dem war das echt unangenehm und mir war es unangenehm, weil wir zusammen hier sind. Und dann hat sie gesagt, ja, dann soll er nicht so rumlaufen. Und dann habe ich gesagt, Maus, du weißt schon, dass das Äquivalent ist von, wenn alte Männer sagen, ja, wenn sie nicht vergewaltigt werden will, dann darf sie keinen Minirock anziehen. Ja. So, that's the same fucking bullshit. Also wenn ich gebucht bin auf einer Party, um da irgendwie live auf der Bühne zu ficken, was ich nie mache, oder irgendwie Meet and Greet, dann ist es was anderes, als wenn ich privat auf eine Party gehe, weißt du? Ja. Aber viele Leute können das nicht unterscheiden. Also sie denken irgendwie, du machst Porno und ich springe irgendwie jeden an, weißt du? Ich glaube schon, dass also diese ganze Consent-Geschichte in schwulen Kontexten nochmal was anderes ist. Ich sage nicht, dass es bei uns erlaubt sein soll, einfach Leute anzugrapschen, aber wir kommen aus einer Kultur. Umgang miteinander. Ja, und wir kommen auch aus einer Kultur, wo Cruising eben noch ein Thema war, wo die Leute haben sich in dunklen Parks getroffen und da fasst man erstmal an, da greift man erstmal hin und guckt, wie reagiert der andere. Ne? Das ist in Darkrooms auch so, da fragst du auch nicht, hey, dürfte ich dich jetzt anfassen, sondern du machst erstmal, bevor du fragst. Und das ist eine andere Kultur, was aber nicht heißt, dass man das überspannen darf oder dass man jetzt einfach, dass man da übergriffig werden darf. Es hat ja immer dann auch, gerade wenn es nicht im Darkroom passiert und nicht im Park, immer damit zu tun, dann zu gucken, wie reagiert der andere. Genau, ja. Aber du bist jetzt auch bei OnlyFans, du hast jetzt einen OnlyFans-Account. Ich habe jetzt auch nach langem Überlegen einen OnlyFans-Account gemacht, ja. Plug dich mal gerade selber, wie kann man dich da joinen, wie kann man da, was kostet das? Das kostet 9,99 € im Monat. Günstig. Und du kannst da eigentlich sehr, sehr private Videos von mir sehen, die man so auf Timtails jetzt nicht sehen kann. Also wenn man noch ein extra Sahnehäubchen Tim Kruger mehr will, dann für die Superfans. Ja. Und das ist onlyfans.com/Tim Kruger, oder? Genau, ja. Geil. Oder auf mein Instagram gehen oder Tim Kruger Reloaded. Du wurdest gelöscht bei Instagram, ne? Ich wurde bei Instagram schon 5-mal gelöscht. Ich hatte 300.000 Follower und wurde aus diversen Gründen immer wieder gelöscht. Und wo eine Kim Kardashian ihre Titten zeigen kann, darf ich noch nicht mal die Outline von der Bulge zeigen in meiner Jeans, die nun mal vorhanden ist, die nun mal da ist und die ich jetzt nicht tacken kann. Ja. Du bist ja auch ein Redhead, ein Ginger Redhead. Gibt es da Vorurteile, mit denen du zu kämpfen hast? Oder ist das immer positive Diskriminierung im Sinne von alle Rothaarige haben einen dicken Schwanz? Nee, also Redhead ist, glaube ich, relativ hip und in und geliebt. Und das war, glaube ich, als ich angefangen habe, noch nicht so, aber mittlerweile wird das sehr zelebriert. Tatsächlich, ne? Ja. Also ich erinnere mich, dass als ich in der Schule war als Kind, dass da die rothaarigen Mädchen und Jungen richtig zu leiden hatten, weil das war richtig, also rote Haare waren quasi Hexe. Genau, und Sommersprossen sind scheiße und sowas. Ja, aber mittlerweile wird es eher gefeiert.
Ja. Rote Haar und ehrle Hecke wachsen auf kaum guten Flecke. Franken, Dankeschön. Also nicht da, wo ich herkomme. Ich hoffe, ich habe jetzt keinen Franken verärgert wegen meinem schlechten Akzent, Dialekt, aber hey, I tried. Du hast natürlich auch viele Promis kennengelernt in den Jahren, in denen du schon prominent das tust, was du tust. Du hast doch mal mit RuPaul geschrieben, ne? Auf Instagram und auch auf Twitter, ja. Weil ich habe eine Modenschau gemacht für einen spanischen Designer und er hat dann getwittert mein Foto und hat geschrieben, sell the garment. Was ja auch ein Quote ist aus seiner ersten Single, aus einer ersten großen Single, Supermodel. Sell the garment. Ja, und mehr nicht? Oder habt ihr dann privat geschrieben? Oder wir haben ab und zu mal irgendwie ein paar Sätze ausgetauscht, aber dadurch, dass wir einfach zu weit weg wohnen, ist keine romantische Love Story draus geworden. Fracking! Girl. Schaust du denn noch Drag Race? Bist du da noch drin? Oder? Ich schaue Drag Race nicht mehr so regelmäßig, wie ich es früher geschaut habe, aber ja, so hin und wieder. Why not? Ich denke, es ist so ein Overload. Also ich weiß nicht mehr, ist es jetzt All-Stars oder welche Season oder Kanada oder UK? Es ist einfach too much. It's a lot, ja. Sie hat ja mal vor mehreren, ich glaube vor 1-2 Jahren, wurde sie in einem Interview gefragt oder dann auch in mehreren Interviews gefragt. Da hatte sie nämlich Drag Race und Drag U war gerade eingestellt, aber sie hatte Drag Race, dann hatte sie noch was anderes. Dann hat sie diese Good Work, diese Talkshow zu Plastic Surgery, gut gemachte Plastic Surgery gehabt. Ja. Und noch irgendein anderes Format. Und genau Skin Wars. Skin Wars, genau. Und wurde dann im Interview gefragt, dass jemand sagte, Schatzi, wird das nicht ein bisschen viel? Und er sagt, no, ich will so viel Geld machen wie möglich und ist mir scheißegal, ich nehme auch noch mehr an. Ja, she needs a dollar. Das war der erste Moment, wo ich dachte, okay, wow, da sehe ich eine Person oder eine Seite dieser Person, die nicht zu diesem ganzen super esoterischen, super spirituellen Ding passt, das sie sonst so verkaufen will. Ja, ne? Ich denke halt, dass sie eine Zeit hatte, wo sie oder er super on top war und viel, viel Geld gemacht hat und dann irgendwann war es dann total vorbei. Und dass ihm das klar ist, dass es auch genauso wieder kommen kann und das jetzt alles mitnimmt. Ja, ich habe aber das Gefühl, dass genau diese Gier dafür sorgt, also ne, man sagt halt immer, ja, melkt die Kuh, solange sie Milch gibt, aber ich habe das Gefühl, dass gerade die Tatsache, dass eben von 8 Stellen gleichzeitig an derselben Kuh rumgemolken wird, die Kuh einfach wesentlich schneller stirbt. Also würde man das mit ein bisschen moderater machen und würde man der Kuh immer wieder Zeit geben, sich zu regenerieren, könnte man die länger melken. Aber ich habe das Gefühl, das wird jetzt eben sehr schnell, sehr massiv alles aus diesem Vieh rausgeholt. Und ich glaube halt, dass das. Ich habe auch das Gefühl, dass er nicht mehr wirklich dran Spaß hat. Oder also, dass er nicht gerne in Make-up ist. Und, ja, das ist sie ja schon ganz lange nicht mehr. Das sagt sie aber auch. Also sie sagt ja schon ganz lange, dass. Ja, aber dann passt es irgendwie nicht. The Monster. Sie nennt sich ja in Drag The Monster. Ja. Sie will ja nicht. Also weil RuPaul ist RuPaul und dann sollte er das auch irgendwie. Also wenn man keine Lust mehr hat, dann sollte man das reduzieren und nicht irgendwie noch ausbauen und. Ja, ich frage mich halt, wohin das gehen soll. Ne? Also ich meine, ja, sie macht alles, was sie macht, aber dann macht sie halt auch noch das Fracking auf der Ranch. Im Garten. Fracking. Und es passt für mich nicht zu diesem Image, das sie die ganzen Jahre versucht hat aufzubauen. Von Buddha. Wegen, wir sitzen alle im gleichen Boot und wir müssen die Erde beschützen und wir machen Challenges zu Global Warming und wir sind gegen Trump. Ja. Aber dann fracken wir in unserem eigenen Garten irgendwie. I don't fucking get it. Ich bin so ein bisschen, das ist der Grund, warum ich so ein bisschen erkaltet bin mit Drag Race. Cheers. Das kann man jetzt wieder trinken. Du, es war erster Tag bei The Diva and Me. Wir kommen ans Set. Rotkäppchen-Sekt. Nee, aber so ein Prosecco. Okay. Und ich habe gedacht, okay, I'm gonna give it a try. Ich versuche das. Und die Sheila hat sofort gesagt, Sodbrennen. Also wenn ihr wollt, dass wir hier den ganzen Tag Kopfschmerzen haben ab 15 Uhr, dann trinke ich das. Und dann war sie was sollen wir denn dann sonst tun? Na, also mindestens ein Cremant. Und dann haben sie uns Cremant besorgt, das war auch lecker. Aber dann haben sie jeden Tag die leeren Flaschen, die wir angesammelt haben, hat irgendein shady Person, hat dann die Flaschen hinten an so einem Tresen so aufgebaut, so als Mahnmal. Und die wurden natürlich jeden Tag 5 oder 6 mehr. Ja. Also ja, wir haben ja nicht jedes Glas ausgetrunken. Also ich schon, aber die anderen Ja, aber so ein Drehtag ist ja auch von quasi Frühstück bis
Ja, also wir haben bis also deutlich vorm Frühstück und deutlich nach dem Abendessen, weil noch 3 Stunden Make-up-Zeit dazu. We had very long days. Ja, aber das war total lustig, ne? Dass dann irgendwann, ich habe, glaube ich, ein Foto irgendwann davon gemacht, weil ich es einfach so witzig fand, dass jeden Tag mehr Flaschen dazu kamen und die aber auch wirklich ostentativ dahingestellt wurden. So, hey, by the way, das habt ihr schon getrunken. Ja. Alkoholikerin. Well, good ones though. So, wir sprechen über All-Stars 5, genau, und wir sprechen über die aktuelle Folge, was ja eine Snatch-Game-Folge ist. Und Snatch-Game war früher immer eine meiner Lieblings-Challenges, weil das war halt, ne, also man wusste, es kommt jede Staffel wird Snatch-Game gespielt. Und ich muss sagen, die letzten 3 Snatch-Games, also 2 Staffeln so und eine Staffel All-Stars, fand ich relativ mäßig. Also da war jetzt nicht für mich viel dabei, wo ich dachte, wow, mega. Das muss ich jetzt nochmal sehen oder das finde ich richtig gut. Wen würdest du denn machen, wenn du Snatch Game machen würdest? Chantal. Chantal ist auch jemand, die gerne behauptet, dass sie mit dir sogar zusammen war, ne? Ja, also das habe ich auch Chantal erlaubt. Also Chantal hat mich gefragt diverse Male, darf ich sagen, dass du mein Boyfriend warst? Und ich habe gesagt, Chantal, du darfst alles sagen. Erzähl, was du möchtest und ja, nein, Chantal, ja. Was ist denn deine Lieblings-Snatch-Game-Performance aus der Vergangenheit? Kannst du dich daran erinnern? No. Ich muss. Für mich ist es, glaube ich, Jinx als Little Edie. Also weil ich Grey Gardens so liebe. Ich liebe Grey Gardens, den Film. Und sie hat ja Little Edie gespielt, die eben Little Edie Bouvier-Biel, die in Grey Gardens die kleine Tochter ist. Ja. Das heißt kleine Tochter, die erwachsene Frau, aber ja, die jüngere. Das war, glaube ich, mein Lieblings-Snatch-Game. Ich glaube, ich kann mich an viele Sachen gar nicht erinnern. Okay. Also eben, weil es so viel ist und so oft. Und ich schaue mir das an, aber ich habe es dann auch schnell wieder vergessen. Ja. Gut, also wir haben Snatch Game, was an sich, ich war jetzt erstmal nicht wahnsinnig aufgeregt und habe gedacht, okay, Snatch Game, das wird wieder nix, vor allem, weil es auch wieder nicht Snatch Game at Sea, aber das Snatch Game of Love ist. Ja. Und das ging halt das letzte Mal auch schon so grandios daneben. Also die letzten Male waren einfach echt nicht gut. Als Guest-Judge ist dabei Jeffrey Boyer Chapman, den wir alle aus Unreal kennen, einen köstlichen, schönen Mann, der aus Kanada kommt und auch jetzt der Main-Host ist von UK Drag Race, von Drag Race Canada. Den ich sehr charmant finde. Den fandst du richtig gut, ja, ne? Den super süß und richtig gut. Sehr verliebt, ja. Das erste Mal aber auch gesehen. Also, okay. Also er war mir nicht bekannt, aber ja, ich werde ihm auf Instagram folgen. Der ist wirklich süß. Also, und Unreal hast du auch noch nie gesehen? Unreal ist so geil. Nee, habe ich noch nicht gesehen. Unreal ist quasi es ist eine komplett gescriptete Fernsehshow, die aber so tut, als wäre es quasi das Backstage von einer scripted Reality-Show. Also die tun so, als würden sie quasi am Set von The Bachelor drehen. Okay. Das heißt bei denen aber irgendwie anders. Und es zeigt aber eben, was hinter den Kameras passiert. Also wie die Produzenten gegenseitig versuchen, ihre Kandidaten gegeneinander auszuspielen, wie die versuchen, gutes Fernsehen zu machen, Drama zu Netflix, kreieren. Oder? Ich glaube, es gibt es auf Amazon. Okay. Kann das sein, dass es auch auf Netflix gibt, aber ich glaube, es ist eine Amazon-Serie. Okay. Sogar. Und ich meine, es gibt jetzt 4 Staffeln oder so. Und es ist wirklich gut. Also Unreal ist wirklich gut. Es macht wirklich Spaß. Und du kriegst halt also natürlich ist es ein dramatisierter, zugespitzter Blick hinter die Kulissen von Reality TV, aber so wahnsinnig übertrieben ist es halt dann an vielen Stellen doch nicht. Also es gibt schon, da wird schon viel. Also bei uns jetzt nicht natürlich. Aber ich glaube, also es gibt heute noch viel Drama bei Drag Race und da wird auch der ein oder andere Produzent seine Finger mit drin gehabt haben, aber das nur so am Rande. Gut, also Workroom Madness. Shay sieht halt einfach wieder geil aus, auch als Typ. Shay hat wieder so einen Hosenanzug an und so blockige High Heels und es ist einfach wieder... Ja, also schon ein Konzept. Geil, oder? Dass man eigentlich der Erste, der auch irgendwie im Workroom irgendwie stylisch aussieht. Nee, Valentina hat das gemacht in ihrer Staffel. Okay. Auch in der Allstars-Staffel war das, sie hatte immer so ihren eigenen Entrance. Ja. Also hat immer dafür auch gesorgt, dass es irgendwie ihren Blick to Camera gibt und alle haben schon drüber gelacht, weil es war halt so French Vanilla Fantasy Valentina Blödsinn. Ja. Aber es war irgendwie cute. Aber man hat es nicht ernst genommen. Und Shay macht halt keinen großen Deal aus, die sieht halt einfach so aus und trägt das einfach und es ist halt so, ja, toll. Bitch. Ja. So, also wir haben die erste Runde Snatch Game, das ist diesmal aufgeteilt in 2 Gruppen. Also erste Gruppe hat 4 Contestants und die zweite hat 3, beide 3. Warte mal. Ja, beide 3. Das Cracker, Alexis, India in der ersten, ja genau, beide 3. Und auf der anderen Seite, das ist wie hieß das damals bei uns?
Herzblatt. Herzblatt, genau mit Rudi Carrell. Hat das Rudi Carrell, oder? Mit Rudi Carrell? Ja. Toll. Genau, also du hast auf der einen Seite hast du den Guest und auf der anderen Seite hast du eben die 3 Transen. In der ersten Runde haben wir Miss Cracker, die Lady Gaga macht, was ich mega boring fand. Das war keine Lady Gaga, das war Miss Cracker. Also die sehen sich ja schon so ein bisschen ähnlich, ne? Die haben beide diese Nase und es ist so ein bisschen, aber ja, es war jetzt nicht. War irgendwie boring. Ja. Ich fand, sie hat so ein bisschen diese Mannerisms von Gaga drauf gehabt, diese Fakeness, die sie mittlerweile hat, wo sie sich selber so toll findet und irgendwie so ergriffen ist von allem und immer alles ist so super intense und oh my God. Ja. Das hat sie ja leider mittlerweile, ich kann sie ja leider nicht mehr ernst nehmen. Das hatte sie so ein bisschen drauf, aber ansonsten ja, ich fand es keine gute Character Study. Nein. Dann haben wir Alexis Mateo, die Walter Mercado Iconic. spielt. Das war, and she fucking killed it. Also die Performance ist der Hammer bei Snatch Game, oder? Ja, super. Ja, fand ich auch. Was mir, ich sag kurz noch, India Farah ist auch mit der Runde, die macht Jeffree Star, das ist einfach furchtbar. Ja. Was für mich Alexis in dieser Runde am wichtigsten gemacht oder am geilsten gemacht hat, war, dass sie nicht nur den Charakter hatte, sondern dass sie es geschafft hat, alles, was in der Runde passiert ist, mit in die Performance mit einzubauen. Die hatte nicht nur Witze vorbereitet, sondern sie hat reagiert, ja. Sie hat reagiert. Ja. Und das ist ja, also Acting is Reacting so und das hat sie halt gemacht. Und andere vorgeführt. Ja, voll. She shaded everybody. Sie soll dann irgendwas über Jeffree sagen, über India als Jeffree und sie shadet ihn halt voll dafür, dass er offensichtlich keine Ahnung hat, was er hier macht. Und also Alexis killed it. Zweite Runde ist dann Blair St. Clair als Ellen, das war für mich die schwächste, to be honest. Dann haben wir Juju als Eartha Kitt and that was fucking genius. Yes. I love Juju. Genius. Also wir lieben sowieso Juju. Ja. Juju folgt mir jetzt auf Instagram. Oh. Ja. 2 Cat Ladies. Amazing, oder? Ich bin morgens aufgewacht, nachts kurz aufs Handy geschaut, weil ich irgendeine Nachricht checken musste und dann wurde mir das angezeigt, Juju folgt jetzt auf Instagram. Ja. Und dann konnte ich erstmal nicht mehr schlafen. Because you have a blue tick now. Because I have a blue tick now. She is blue ticked. Nein, aber ich liebe Juju B. Und ihre Eartha Kitt war genius. Das war das 3. Mal, dass jemand Eartha Kitt bei Snatch Game gemacht hat. Vorher war es Valentina und oh my God, what was it? Gigi Devane. Und die waren beide scheiße. Ja. Also wirklich, es war beides wirklich grottig. Und dann haben wir Shea Coulee als Flavor Flav. Und das war auch cute, so. War nicht mein Favorite. Aber was die beiden zusammen gemacht haben, fand ich geil. Also das zwischen Jujubee und Shea, zwischen Eartha Kitt und Flavor Flav, so ein Zusammenspiel sich entwickelt hat, fand ich mega geil. Und es hat mich aber auch erinnert an das Zusammenspiel, das Shea mit Sasha Velour hatte in der Staffel. Die hatten ja auch diese Szene mit dem Brokkoli und so, wo sie in diesem Newscaster-Ding waren. Da war zwischen den beiden ja auch so eine geile Chemistry. Und dann hatten sie diese Gruppenchallenge, wo sie diese wo sie diese Fernsehserie, diesen Trailer machen mussten. Egal. Aber das war auch so, ne? Das war auch so strong. Die ist, glaube ich, sehr, sehr gut damit, mit anderen Leuten zusammenzuspielen. Das kann auch nicht jeder. Dann kommt RuPaul raus und ich muss sagen, also das Kleid war eins der besten Kleider, die er anhatte oder in allen Seasons. Also ich habe das Make-up geliebt. Alles. Also ich mochte alles. Für mich war das Kleid, also beim Kleid war ich nass, so, weil ich echt dachte, fuck. Und es ist so simpel, ne? Es ist einfach, es ist eine Krinoline, es sind also Läppchen drüber gelegt und dann halt einfach mit Farbe bespritzt, aber so effektvoll. Oh my God. Ja, Raven, das Make-up sieht wahnsinnig gut aus. Raven macht das ja. Und wer macht die Looks, also die Kleider? Die Kleider macht Zaldi. Zaldi war ja früher, also Matthew ist ja Ru's alter Make-up-Artist, Hair und Wigs, also der hat die Perücken gemacht und Ru's Make-up seit den 90ern. Und Zaldi macht seitdem die Klamotte und die waren mal so Clubkids bei Susan Barge. Ja. Also Matthew und Zaldi war so ein Team und die waren dann eben sein Glam Squad. Und Matthew ist ja seit 4 Jahren, macht er nicht mehr sein Make-up und seine Haare. So ist das Gerücht, dass er in der Nervenheilanstalt sitzt seitdem, für die Ru die Rechnung bezahlt, weil es der einfach nicht gut geht. Okay. Man weiß aber nichts Genaues, das sind alles nur Gerüchte. Und seitdem macht ja Raven Ru's Face. So. Und Zaldi macht eben immer noch die Klamotte, das hat sich nie geändert. Und seit letztem Jahr, also nachdem Matthew aufgehört hat ja Delta Work Ru's Perücken gemacht. Und das war ja nie so richtig gut und es wurde auch irgendwie nicht besser. Und ich glaube, seit Drag Race UK macht das jetzt Curtis William Foreman.
macht jetzt Ruth-Perücken. Und da sieht man sieht halt echt, dass es besser ist wieder. Ne? Es ist wieder mehr Luft drin, das sieht wieder sexy aus, es sieht wieder glamouröser aus. I'm here for it. Ja, und ich fand einfach, der ganze Look war so eine Punktlandung. Ne? Also Wahnsinn. Auch, was Raven mit Ruths Nase macht. Die Nase ist ja wirklich nur noch so ein zerbrechliches, dünnes Knöchelchen. Die ist ja quasi gar nicht mehr da. Ja, it was all very, very good. Very But good. Can we talk about the running gag RuPaul made? Welchen? Okay, kurz als Info. Es gab den Moment, dass Blair wird auf dem Runway critiqued, die kriegt ihre Kritiken von den Judges und dann erzählt RuPaul so nebenbei, dass sie irgendwie dass Blair in ihrer Season einen Moment hatte, wo sie einen Pelzmantel anhatte auf dem Runway und dann kommt sie nach vorne und macht so, als wäre ihr kalt, macht so, und dann macht sie, als wäre es ein Geheimnis. Und du siehst in dem Moment, wo RuPaul das erzählt, dass er das nicht zum ersten Mal erzählt, sondern dass er das ganz offensichtlich ständig auf Partys irgendwelchen Leuten vormacht. Ja! Und sich drüber lustig macht. Und that was shade. Ja. Aber saulustig. So, und das Lustige ist, normalerweise, wenn wir jetzt den Runway besprochen haben, wäre das jetzt der Moment, wo ich dann sagen würde, okay, über mehr reden wir jetzt nicht, weil alles andere wäre dann Spoiler, weil dann wisst ihr, wer gewonnen hat. Aber, first of all, gibt es jetzt neue Regeln, nämlich, wer nicht the Top All-Star of the Week ist automatisch in the Bottom und kann eliminiert werden. Das ist die erste neue Regel. Gagarini Deluxe. Aber, was dann passiert... Was dann passiert, ist, dass die Mädels Backstage gehen und sich quasi besprechen sollen. Und es gibt natürlich, also jeder ist in the bottom und es gibt auch ein paar Mädels, die schlechtere Kritiken haben als andere. Und alle fühlen sich so ein bisschen unsicher. Und dann kommt aber India Ferrah und sagt, oh, by the way, Shay, vor mehreren Wochen haben Mayhem und Alexis zusammen quasi versucht, dich aus der Competition zu drängen und haben versucht, mich zu überzeugen, für dich zu stimmen. So, und das erzählt sie Shay Backstage also weg von den anderen, im Vertrauen quasi. Und Shay, geile Uschi, die sie ist, sagt dann, okay, alles klar, und geht zurück zur Gruppe und sagt so, und jetzt reden wir da mal gemeinsam drüber. India hat mir das gerade gesagt. Shay wollte erst gar nicht mit ihr sprechen. Ja, true. Ja, er sagt, India wir müssen nicht. Und dann, ja genau. True. Und was ist denn deine Einschätzung der ganzen Situation? Ich weiß es nicht. Also, anfangs dachte ich, dass India lügt. Ja. Und dann aber zum Schluss dachte ich, vielleicht ist doch irgendwie so ein bisschen ein kleines Stück Wahrheit dran. Also ich kann mir vorstellen, also ich will es Alexis nicht absprechen, dass sie so ein Spiel spielt, weil ich glaube einfach, dass sie halt eben ein Mädel ist, das mit allen Wassern gewaschen ist. Aber vielleicht hat sie sich anders ausgedrückt, vielleicht war es nicht so direkt oder vielleicht, ja, ich weiß es nicht. Ganz ehrlich, also die bauen ja in der Folge so eine Art moralische Fallhöhe auf, ne? Als wäre das moralisch total verwerflich, wenn man das so machen würde. Ja. Und ich habe später nachgedacht und habe gedacht, also wenn man das mal so loslöst von dem, was im Fernsehen gesehen wird, wenn man sich vorstellt, man ist in so einer Sendung, wo alle eben gegeneinander spielen und eben auch für viel Geld Also man will halt auch gewinnen. Und man will zumindest lange da bleiben. Und es ist einfach Strategie, nennt man das. Ja, und alle fahren ja eine Strategie. Also auch Leute, die vor der Kamera so tun, als wären sie unschuldig und total schockiert von sowas, fahren eine Strategie. Das ist in so einer Sendung völlig klar. Die Frage ist halt, wie das gemacht wird. Also wenn du vorsätzlich versuchst, andere Leute rauszudissen, indem du vorgibst, was anderes zu sein, als du bist, dann finde ich das auch eklig und dann finde ich das scheiße. Gerade wenn man auch halt sehr gut befreundet ist und irgendwie man seinen besten Freund under the bus. Nee, das geht gar nicht. Also, genau, Shadiness und also Shadiness aber falsch sein finde ich nach wie vor total verwerflich und eklig und hässlich. Aber ich kann mir gut vorstellen, dass man sagt, hey, jetzt, wenn die 3 in the bottom sind, das ist von denen die stärkste. Ja, also ich würde mich mit meinen besten Freunden auch absprechen und sagen, hey, lass uns die rauskicken. Ja. Also hey. Also ich weiß gar nicht, ob ich es machen würde, tatsächlich, weil ich mag diese Trinity Taylor Approach. Trinity hat ja immer gesagt, ich möchte gegen die Stärksten gewinnen. Ich will nicht gegen schwache Leute gewinnen, sondern ich möchte gegen die Stärksten gewinnen, weil nur dann habe ich das Gefühl, ich habe es verdient. Okay, ja, verstehe ich auch. Und das finde ich geil. Ja. So, und ich kann mir auch vorstellen, dass ich das machen würde. Aber ich finde es nicht moralisch komplett verwerflich. Ich habe damals
Naomi gefeiert, als sie gesagt hat, irgendwie, ich krieg Manila raus, because die ist die stärkste Competition hier und life's not fair. Ja. Ich habe die dafür gefeiert. Ich hätte es selber nicht gemacht, but I was very entertained. Ja. Ja, und ich hatte tatsächlich das Gefühl, egal ob es passiert ist oder wie es gesagt wurde, was nicht gesagt wurde, ich hatte einfach das Gefühl, India macht das in dem Moment, weil sie weiß, sie ist das 4. Mal in the bottom und sie geht wahrscheinlich nach Hause und das war ihr letzter Grasp at Straws. Das war das letzte Mal, dass sie versucht hat, irgendwie da zu bleiben. Ja. Und ganz ehrlich, wenn das so wäre, wie sie behauptet hat, dass es auf ihrem Gewissen gewiegt hat und sie kann nicht damit leben, bla bla bla, dann hätte sie es sofort gesagt. Dann hätte sie es vor 3 Wochen gesagt, als es passiert ist und nicht erst in dem Moment, wo sie es für sich nutzen kann. Kurz vor dem Rauschmiss war. Um jemand anderen auszuhebeln. Das war der Moment, wo ich dachte, okay, bitch, bye. Ja. Ja, genau. Aber da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen, was da noch passiert in dem Konflikt, was da Backstage noch passiert, weil die sich natürlich gegenseitig ganz schön den Schädel einschlagen und es geht hin und her und ich sage jetzt auch nicht, wer nach Hause geht. Ja, da will ich gar nicht jetzt konkreter drauf eingehen. Was man aber natürlich sagen muss, ist, dass wir zu wenig wissen. Ne? Also es ist die Claims, die India da macht. Theoretisch müsste zumindest ein Teil davon on-camera sein. Und da wissen wir natürlich nicht, was in den nächsten Folgen noch revealed wird. Es wäre den Producer natürlich super gut zuzutrauen. Es wäre super geiles Fernsehen, wenn jetzt in der nächsten Folge quasi einfach ein TV-Screen reingeschoben wird und dann sieht man irgendwie Alexis und Mayhem beim Plotten. Also ja, da sind wir jetzt einfach mal gespannt, was da noch kommt. Weil die sind ja eigentlich rund um die Uhr bewacht. Ne? Du bist ja auf der Bühne, immer von Kameras, Backstage immer von Kameras umgeben. Und wenn man dann im Bus ist, im Bus dürfen die, glaube ich, gar nicht mehr reden mittlerweile im Van. Das ist so meine Info. Also das ist auch spannend. Wir bleiben gespannt. So, Schatz, jetzt sag mal bitte den Fans zu Hause, wo sie dir folgen können. Auf Instagram? Auf Instagram ist es Tim Kruger Reloaded. Auf Twitter ist es Tim Kruger X. Okay. Und auf OnlyFans ist es onlyfans.com Tim Kruger. Okay. Und timtales.com natürlich. Ja, da kann man sehr schöne Filme sehen. Geil sein. Ja, sehr große Penisse und klaffende Löcher und sehr große Penisse. ganz heiß. Mir könnt ihr folgen auf Instagram /BarbieBreakout, auf YouTube The Barbie Breakout und auf www.barbiebreakout.com könnt ihr meinen Merch kaufen und auch mein neues Buch, Tragisch, aber geil 2.0. Ich muss gerade kurz ein bisschen rülpsen, Entschuldigung. 2.0. Ja, so bin ich. Classy and Aircy. Genau, da könnt ihr mein neues Buch vorbestellen. Das kommt jetzt also es ist heute in Druck gegangen. Ich habe tatsächlich gestern das korrigierte Ding endlich rausgeschickt und heute früh mit der Druckerei telefoniert. Das ist seit heute früh in Druck. Ja, und ich habe tatsächlich, ein Hörbuch aufgenommen, selber, von meinem eigenen Buch. Ich spreche mein eigenes Buch, komplett ungekürzt. Ich muss es jetzt nur noch schneiden und dann ein Format finden, wo ich es hochladen kann und vermarkten kann, ohne wahnsinnig viel Geld zu verlieren, weil zum Beispiel Amazon nimmt irrsinnige Summen. Also bei Amazon, glaube ich, die greifen 80% deiner Einnahmen ab oder 70% deiner Einnahmen. Ja. Und du behältst halt so einen kläglichen Rest. Das war mit meinem Kindle auch so. Ich hatte ja 80%? Ja, ich hatte ja eine E-Book-Version von meinem Buch und also ich habe nicht mal einen Euro, das hat einen Euro gekostet und ich habe ein paar Cent verdient pro Buch, so rum. Nee, also über Amazon kannst du nichts vertreiben als Autor, es sei denn, es geht jetzt wirklich nur darum, gesehen zu werden. Für euch zu Hause kurz nochmal die Erinnerung, ihr könnt mir eine E-Mail schreiben, wenn ihr Anregungen habt, Fragen habt, mich einfach mal beleidigen wollt oder ähnliches. Das geht dann an tragischabergeilpodcast@gmail.com. Ihr findet diesen Podcast und meinen anderen Podcast Too Old to Die Young zusammen mit Paul Schulz und Tatjana Berlin, wo wir queere Kultur lustig aufbereiten. Auf Spotify, Podimo, Podigy, Apple Podcasts und bei YouTube. Und ja. Mein Schatz, ich danke dir sehr, dass du hier warst. Warte mal, du hast hier noch was mitgebracht. What's that? Fortune Cookies. Mit Sprüchen auf Deutsch und Englisch. Okay. Warte, wir machen ihn jetzt auf. Wir machen jetzt ASMR. Ich hasse ja, ich habe ja Misophonie, ne? Also Misophonie ist eine Störung, dass man Schmatzgeräusche zum Beispiel überhaupt nicht ertragen kann. Die machen mich irrsinnig aggressiv, Schmatzgeräusche. Und es gibt diese eine Uschi,
die in dieser ASMR-Welle so berühmt geworden ist, die isst so Pickles und so und schmatzt die ganze Zeit ins Mikrofon und ich werde so aggressiv, wenn ich das höre, ich muss sofort umschalten, sonst schmeiße ich die Fernbedienung. Aber das ist ganz schlimm für mich. What's the point of doing it? ASMR? Also ich verstehe es selber nicht. Ich höre aber von... Nee, ist beruhigend. Ich verstehe von Leuten... Also ich kenne Leute, die mir sagen, sie haben so verschiedene ASMR-Artists, die hören sie abends an, wenn sie ins Bett gehen und es bringt die total runter. Wenn die so Anxiety-Attacks haben, die hören ASMR und es bringt die runter, die entspannen, die können schlafen. Okay. It's not what it does to me. Ich dachte, es wäre tatsächlich was Sexuelles. Nicht soweit ich weiß. Okay. My dirty mind. Maybe. Yeah, your dirty mind. So. Oh. Okay. Also du oder ich zuerst? You go first. Auf Deutsch oder Englisch? Deutsch. Oh, ich habe Italienisch. Holländisch. Also, ich muss erst das Deutsche suchen. Sei dankbar für jede Minute, die du mit deinen Liebsten verbringen darfst. Exactly. Ja, das ist doch ein schönes Schlusswort. Yay! Yay, Barbie. Okay, mein Schatz, nochmal 1000 Dank, dass du hier warst. Sehr folgt gerne. Tim Kruger, verfolgt, was er macht. Es ist ein toller Mensch und ich liebe ihn sehr. Dankeschön. Und ja, geil. Timtales.com